Der SonnTalk wird präsentiert von der Galerie Bahnhof, ihrem Teppichdoktor in Efrediken. Und von Interkran, seit 20 Jahren ihr Spezialist für Hochhausen. AV erst mit 67. Vernunft oder Sozialabbau? Kein fremde Richter. Mehr Demokratie oder weniger Menschenrecht? Feurige Themen am Tag, wo das olympische Feuer abgelöscht wird. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum SonnTalk, meine Damen und Herren. Meine Gäste mit viel politischem Feuer im Herz. Herzlich willkommen. Ruth Humbel, SVP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Bei uns ist der ehemalige SVP-Bundesrat Christoph Blocher. Ihnen herzlich willkommen und auch dir, Bastien Giraud, grüner Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Lust und Frust in dieser Woche. Sie haben das Recht auf Schutz, sie haben das Recht auf Menschenwürde, auf Liebe. Das sind Kinder auf dieser Welt. Das ist der Omran. Er ist 5 Jahre alt, in einem Krankenwagen in Aleppo. Nach einem Bombenangriff, sein Gesicht blutverschmiert, voller Dreck. Sein Bruder ist tot. Meine Damen und Herren, schauen Sie ins Gesicht von dem Kind. Es ist kein Einzelfall. 4000 Kinder sind in dem grauenhaften syrischen Bürgerkrieg bereits ums Leben gekommen. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande für all uns Erwachsene, die erwachsenen Menschen als Bestien. Im Gegensatz zu dem Weltproblem ein kleines Problemli, aber ein grosses Ärgernis. Doris Leuthard und der Bundesrat ziehen ihre devote Medienpolitik am Gängelband der SRG gnadenlos durch. Es gibt also keinen Gegenvorschlag zu der No-Billag-Initiative. Der perfekte Lobbyist Roger Devec von der SRG kann eine weitere Trophäe vom Bundesrat auf den Gabentisch von seinem Medienmoloch stellen. Ja, Ruth Humbel, wo drückt der Schuh? Ja, ich möchte eigentlich ansetzen bei dem Bild von dem Kind. Ich denke, das ist schon das, was einem wirklich sehr bedrückt hat, eigentlich traurig macht, aber auch eine gewisse Wut auslöst, weil man sieht die Hilflosigkeit, die man selber hat, und eine Wut irgendwie auch über die Staatengemeinschaft, die es einfach zulassen kann, dass so einen Machtkampf, einfach menschenverachtend mit der Zivilbevölkerung, die in dem Aleppo so darunter leidet, kann vorgeführt werden auf dem Buckel von diesen Kindern. Und es ist wieder einfach ein Bild, das wieder wachrüttelt, dass der Krieg einfach läuft und wir uns fast daran gewöhnen. Jetzt haben wir ja diskutiert, soll man das überhaupt zeigen? Ist das Voyeurismus? Darf man das gegenüber dem Kind machen? Welche Thesen haben Sie? Sind Sie der Meinung, man muss es zeigen, wie das aufrüttelt? Ja, also ich denke, einfach so Bilder zeigen eigentlich, es geht, also viel mehr als alle Worte, was eigentlich geht. Und der Krieg läuft einfach so und gerade ja immer wieder ein bisschen unterzugehen, vergessen oder zum Alltag zu werden. Und dann wird es doch einem immer wieder bewusst. Und ich denke natürlich, es müssten ja auch die entsprechenden Staaten irgendwie mal zur Vernunft gebracht werden, dass man ja einfach so nicht auf Buckel von Kindern, von der Zivilbevölkerung einfach einen Machtkampf so ausführen kann. Wo das Rote Kreuz sogar sagt, sie sind machtlos, diesen Menschen zu helfen. Genau. Was Freude haben Sie doch noch? Etwas also Freude haben mich natürlich jetzt da die Athletinnen und Athleten Olympia, unsere Schweizerinnen, Schweizer, aber vor allem natürlich die Schweizerinnen mit Heidi wo im Schiessen das Gold gemacht hat und Bronze gemacht hat. Und wenn man die ganze Geschichte noch sieht von den Athletinnen und Athleten, wo jeder alles gibt, die Entbehrungen, die sie auf sich genommen hat, zum Trainieren auf die Medaille hin, bis natürlich zu der Julia Steingruber, die das erste Mal eine Medaille gemacht hat überhaupt. Im Kunstturnen, was ja eine enorme Leistung ist, oder Nicole Spierig noch gestern mit dieser Verletzung zu Bronze gekommen ist. Also ich denke, das sind einfach grossartige Leistungen. Das muss unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch sagen, oder? Ehemalige Spitzen-OL-Läuferin ist da. Juckt es Ihnen ein bisschen? Nein, es freut mich natürlich einfach immer, wenn also vor allem jetzt da die Schweizerin, natürlich, wenn man da die Männer, gerade der Rudervierer oder Cancellara natürlich auch erwähnen, aber einfach die Frauenpower, die da an der Olympia da ist von der Schweiz, ist einfach grossartig. Wunderbar. Herr Blocher, Ärger? Ja, es ist echt ärgerlich. Ärgerlich ist die Situation, dass wir in der Schweiz so eine gute Situation haben. Im Vergleich zu den anderen. Ich rede vom Wirtschaftlichen. Jetzt sind ja die Abschlüsse draussen vom letzten Jahr
75% von sämtlichen Firmen in der Schweiz haben das Resultat gesteigert vom letzten Jahr. Wir erinnern uns noch, wo der Franken sagt, der Lärm, weil der Franken so hochgegangen ist, hat man von Untergang der Wirtschaft geredet. Da haben wir gesagt, hört mal auf. Das ist, und ich rede als Exporteur, das müssen wir überstehen, können Sie überstehen. Wir haben es alle noch gesteigert, also nicht alle, 75%. Aber der Ärger ist, jetzt müssen wir das auch die Situation begreifen. Wir sollten aufhören mit diesen Negativzinsen jetzt. Das hat man alles gemacht, weil man gesagt hat, das müssen wir machen wegen der Exportindustrie. Wer zahlt das? Das zahlen die Pensionskassen, die Anleger. Und der verdient, ist jetzt der Schuldner. Hat am Radio gehört, der Finanzdirektoren von Kantonen und von Gemeinden, die sagen, jetzt müssen wir Schulden machen, jetzt kannst du verdienen mit Schulden. Und so gibt es natürlich auch Unternehmen, die so Unsinn machen. Aber die Leute selber haben weniger in der Hand. Und was machen jetzt die Leute? Sie fangen an zu sparen. Das sollte ja jetzt ausgeben, aber sie müssen ja sparen, wenn man keinen Zins mehr bekommt, dass du mehr hast. Also jetzt hoffe ich sehr, dass man da endlich, und ich rede nicht vielleicht gegen die Exportindustrie im Generellen, und das mögen wir verleiden mit guten Produkten. Super. Also es ist eigentlich eine schizophrene Situation, wirtschaftlich gesehen, dass man als Schuldenmacher verdienen tut und dass man Negativzinsen zahlen muss, wenn man spart. Das macht Sinn, wenn sie würden investieren, aber sie investieren ja gar nicht. Bastian Giraud. Also beim Frost kann ich mich da anschließen. Ich probiere so Sachen ein bisschen zu verdrängen, aber diese Woche hat man es einfach nicht verdrängen und vielleicht ist es auch so gut, weil es halt eben auch erklärt, wieso so viele Leute auf der Flucht sind, wenn man einfach sieht, wie schlimm es in anderen Orten zu und her geht. Also das ist für mich auch, hat mich auch bedrückt diese Woche. Die Freude ist am Freitag gekommen, als ich die Umfrage gehört habe der grünen Wirtschaft. 61% zu 24% Zustimmung. In allen Parteien hat es eine Mehrheit. Also das habe ich wirklich eine riesen Freude gehabt. Was mich vor allem gefreut hat, ist, dass bei den Senioren, also gerade die, weil es ist eine Generationeninitiative, es geht ja um das Ziel 2050, gerade Senioren denken an künftige Generationen und dort ist die Zustimmung noch höher. Und also da bin ich schon wirklich sehr positiv von der Bevölkerung. Die Umfragen, oder? Ja. Also abgestimmt haben wir noch nicht. Aber lieber Bastian, tun dein wunderbare Hochgefühl so richtig noch zelebrieren und konservieren. Können wir vorstellen, dass am 25. September, am Abstimmungssonntag, ein bisschen anders aussieht? Ja, Freude, da kann man klar, die Economic Suisse kommt jetzt mit der Angstkampagne und so weiter. Aber insgesamt muss man sagen, es ist ja so Unternehmen wie IKEA, die das jetzt unterstützen. Also das ist schon eine andere Situation, dass wir jetzt auch wirklich namhafte Unternehmen haben, die sagen, das unterstützen wir und Gegenargumente fallen so ein bisschen in sich zusammen. Danke vielmals. Unser erstes Thema, meine Damen und Herren, wir werden immer älter. Wunderbar. Aber das Polster in der AV-Kasse, das wird immer dünner. Miserabel. Jetzt redet die zuständige Nationalratskommission Klartext und schockiert. Im Notfall soll das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben werden. Rot und Grün sind empört und bezeichnen diese Pläne als ein Massaker an unseren Renten. Arbeiten bis 67 geht der AHV finanziell schlechter, soll das Rentenalter automatisch aufgesetzt werden. Das will die bürgerliche Mehrheit der Nationalrätlichen Sozialkommission. Im ersten Schritt soll das Rentenalter der Frauen auf 65 angepasst werden. Auch soll die vom Ständerat beschlossene Erhöhung von 70 Franken pro Rente gestrichen werden. Die SP redet vom Rentenmassaker und auch die CVP und die Grünen sind klar dagegen. Im Sonntagsblick äußert sich der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. Auch für ihn gehen die Vorschläge der Bürgerlichen zu weit. Er kritisiert unter anderem die Abschaffung der Witwe- und Kinderrente. Ruth Humbel, am 25. September stimmen wir ab über die Initiative der Gewerkschaften AHV+. Ist es nicht der grösste politische Blödsinn, den die Bürgerlichen da machen, dass sie jetzt einen Monat vor dieser Initiative so einen Schocker uns produzieren? Ja klar, also ich finde es inhaltlich und taktisch falsch. Also inhaltlich hat man eigentlich gesagt, man macht eine Revision von der Altersvorsorge, die die Rente sichert, finanziell sichert, wo
das Frauenrentenalter anpasst, aber wo auch das Renten sichern für den Individuellen, für den Einzelnen und keine Abbauvorlage. Also für Sie ist es Remedur mit dem Rasenmäher drüber ein totaler Abbau? Absolut, also weil man eigentlich Rentensicherung versprochen hat den Einzelnen. Jetzt geht man eigentlich hin und sagt Rentenalter 67, wo ich also ganz dagegen bin. Im Moment, selbstverständlich müssen wir mal über eine Rentenaltererhöhung reden, aber im Moment müssen wir ja zuerst schauen, dass die älteren Mitarbeitenden überhaupt im Arbeitsprozess bleiben können. Man stellt zwar fest, die Arbeitslosigkeit ist nicht grösser, aber wer mit 50, 55 arbeitslos wird, bleibt drin. Und ich denke, jetzt, die Vorlage will ja das Rentenalter für Mann und Frau auf 65, aber ermöglichen, bis 70 zu arbeiten, dass man also die Renten auch noch verbessern kann. Und ich denke, in diesem Prozess muss jetzt die Arbeitgeber auch bereit sein, ältere Mitarbeitende zu arbeiten und länger arbeiten lassen. Und erst dann können wir eigentlich über eine Rentenaltererhöhung reden. Aber jetzt diese Vorlage, die dermassen wichtig ist, zu belasten mit einer Rentenaltererhöhung, ist taktisch völlig falsch, weil sie ist dringend nötig. Christoph Blocher, sind Sie für Rentenalter 67? Wenn es nicht nötig ist, nicht. Das klingt jetzt ähnlich wie die Wetterprognose. Nein. Wir haben ein wahnsinniges Problem, dass die AV kaputt geht. Und jetzt sind verschiedene dran, die sie kaputt machen. Die AV muss gerettet werden. Und wo liegt das Problem? Sie hat jetzt heute pro Jahr 7,5 Milliarden Verlust, wenn man nichts macht. Hat sie bis 2030 7,5 Milliarden Verlust? 2030. Wir müssen ja vorausschauen, oder? Und wenn dann die AV Plus kommt, sind es 13,5 Milliarden. Das gibt in 10 Jahren 135 Milliarden. Das gibt doppelt Bundeshaushalt, der verjagt sie. Und dann kommen alle Leute, die heute arbeiten und die AV zahlen, nichts mehr über. Jetzt sucht man Weg, wie kann man die finanzieren. Wir haben den Grundsatz, wenn die auch abgeben, keine Rentenkürzungen. Also da jetzt Details, sind da so kleine Sachen, weiss ich also nicht. Also Ständerat will 70 Franken mehr, Gewerkschaften wollen 200 Franken mehr. Wir sind für keine Rentenkürzung. Wenn Sie eine Firma sanieren können Sie nicht noch die Löhne erhöhen zuerst, sondern keine Rentenkürzung. Und jetzt muss man sagen, wie sind die Einnahmen. Da gibt es verschiedene, wir müssen Milliarden hier einbringen. Rentenalter gleich Frauen und Männer, das bringt etwa 1,3 Milliarden, das ist also noch kein grosser Topf. Und dann, die Defizite hängen auch ab von der Vollbeschäftigung. Und dann sind wir auch der Meinung, wenn die Vollbeschäftigung nicht langt, dann muss man halt sukzessives Rentenalter erhöhen. Also eben, das ist das schwedische Modell. Sie müssen nicht so tun, wenn man nicht reden darf. Ja, Sie dürfen alles sagen, aber Sie wollen es als unanständig bezeichnen. Nein. Nach etwa 7,5 Minuten, nach etwa 7,5 Minuten hören wir jetzt eben im Notfall doch, dass das Grenze bei 67 ist. Deutschland wird jetzt auf 68. Das Modell hat jetzt Schweden automatisch. Und dann haben die Leute noch einen AHV. Und in der zweiten Säule ist genau das Gleiche. Die verjagt es auch. Weil jetzt nimmt man den Leuten, die arbeiten, weil man den Umwandlungssatz nicht runter tut, nimmt man die Renten weg. Jetzt schon. Die kommen immer weniger Renten über. Und darum müssen wir die Finanzierung machen. Jetzt retten wir mal zuerst die AHV. Und die sagen, nein, wir erhöhen das Rentenalter nicht erhöhen, müssen sagen, wie? Steuererhöhungen. Wenn ihr die Mehrwertsteuer erhöht, nehmen wir das aus der Wirtschaft raus. Und die AV funktioniert nur, wenn alle arbeiten. Wunderbar. Herr Blocher, ich will Sie nicht unterbrechen, aber wir haben Sie jetzt gehört. Bastien Giraud, das ist ein Appell und du merkst, wie viel Leidenschaft da dahinter ist von Christoph Blocher. Er sagt, rettet die AV. Ja. Wenn man etwas sanieren muss, dann muss man sehr mutig dahinter gehen und nicht Vogelstrauß-Politik, Kopf in den Sand und sagen, es kommt schon gut. Nicht rausnehmen. Also, ich bin einverstanden, dass man die AHV retten muss, aber es ist nicht so, dass die verjagen. Das ist jetzt ein Angstszenario. Der Bund ist in der Pflicht mit der Finanzierung. Herr Blocher hat es vorgerechnet. Der Bund ist in der Pflicht. In der heutigen Situation müsste der Bund das einfach einschießen. Das Problem mit der AHV, die wir haben, ist, die müsste existenzsichernd sein und sie ist für viele Leute immer weniger existenzsichernd. Alle müssen Zusatzleistungen verlangen. Und Herr Blocher, es haben auch nicht alle das Glück, dass man erstens
es geschafft hat, so viel Vermögen auf die Seite zu tun und zweitens noch so fit ist, wie ihr seid. Und für Leute, die Vermögen nicht auf der Seite haben, abhängig sind von AHV. Du sagst und uns nicht, was wir machen müssen. Du kannst kein Festessen zelebrieren und verteilen, wenn du die Einnahmen nicht hast und Produkte. Aber darf ich das gleich auch noch sagen? Weil ich glaube, man kann da nicht einfach eine technische Diskussion daraus machen. Es geht schlussendlich um Menschen, um Senioren, die man 2 Jahre wegnimmt. Und zwar die 2 Jahre, wo sie noch fit sind. Und es ist ja nicht so, dass man einfach Kosten spart. All die Senioren, all die freiwilligen Arbeit, wenn ich in meinem Umfeld schaue, alle Senioren sind bei der Kinderbetreuung aktiv, sind in den Vereinen aktiv. Wenn man denen 2 Jahre wegnimmt, ist das nicht so, dass das einfach nichts, dass das jemand anderes macht. Das kostet ja auch. Dann muss man dann mehr Kinderbetreuung machen, dann funktioniert das nicht mehr. Oder? Von dem her ist es ein bisschen kurzsichtig zu meinen, wir können dann einfach 2 Jahre wegnehmen und es passiert nichts. Ruth Huber, was sagen Sie zu der Argumentation von Christoph Blocher, dass er sagt, wir müssen harte Massnahmen treffen zur Rettung von dem sehr wahrscheinlich wichtigste Sozialwerk. Ja, also es ist das wichtigste Sozialwerk, das jeden Menschen in diesem Land betrifft. Und wir müssen eine referendumsfähige Vorlage haben. Das ist das Wichtigste. Und Rentenalter 67 hat nie eine Chance, vor allem auch bei der SVP-Basis nicht, weil die SVP-Basis stimmt bei AHV-Fragen mit der SP. Aber Ruth, Sie haben es gehört, Deutschland, Schweden, alle zusammen diskutieren. Das ist auch, das muss in einem nächsten Schritt, wir müssen schrittweise vorgehen. Wir haben zwischen 1947 und 1995 10 AHV-Revisionen gehabt. Seither ist alles gescheitert, beim Volk, schon im Parlament. Vor 5 Jahren der Umwandlungssatz von 6,8 auf 6,4. Die ganze SVP war plötzlich dagegen. Jetzt will man von 6,8 auf 6%, was wichtig ist, genau was wir die Quersubventionierungen eliminieren können. Aber vor 5 Jahren ist das mit 73% gescheitert. Also dann müssen wir doch jetzt eine Vorlage bringen, wo die Ausfälle, die durch eine Senkung kommen, kompensiert wird. Also darum ist es eben richtig, dass man jetzt ein Gesamtpaket hat von AHV und zweiter Säule. Man tut die nicht vermischen, aber für den einzelnen Bürger und künftige Rentner ist es einfach wichtig. Was habe ich im Sack von AHV und zweiter Säule? Und das braucht eigentlich etwas, das Vertrauen gibt in die Leute, dass sie die Rente haben. Mit der Vorlage vom Scheiter hat sie recht. Also nicht, was sie gesagt hat über die AHV. Wir sind selbstverständlich für die Vorlage gewesen, so wie die CVP auch. Sagt man, die Basis, die ja niemand kennt, hätte anders gestimmt. Also, aber ich vermute, es hat viele, die auf die andere Seite sind. Alex Kuprecht ist auch ganz im Schilfos gestanden. Also Parteitag von der Kantone. Nein, Parteien haben auch die meisten, es hat einzelne Kantone gehabt. Jetzt muss ich Ihnen sagen, aber das ist ja gleich. Darum, bis jetzt haben wir immer alles miteinander zusammengehängt. Die letzte AV-Abstimmung ist schief gegangen. Wir waren dagegen wegen dieser Mehrwertsteuererhöhung. Andere waren dagegen wegen dem Frauenalter 65. Und Dritte waren wegen diesem dagegen. Was gut ist, was jetzt bloß sagt, es gibt alleine eine Vorlage, Rentenalteranpassung. Dann wissen wir mal, ist das der Grund oder nicht? Gut, aber Herr das ist ja bei der Vorlage noch. Das kann man ja also machen, das ist ja nicht fertig. Na, ein Grundsatz. Da muss man jetzt mal allein bringen, sonst haben wir eine Kette. Wir haben es ein bisschen angetönt gehört von Bastien Giraud. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir sind gerade wieder ausgezeichnet worden als innovativstes Land der ganzen Welt. Ist es da nicht schämig und schäbig, dass wir jetzt da so diskutieren über die Rente von diesen Menschen, die für das ganze Leben hergegeben haben, bis 65 Jahre, sich eingesetzt haben für das Bruttosozialprodukt, teilweise gesundheitliche Schädigungen davon getragen haben. Und wir diskutieren jetzt, ob es noch länger schaffen sollen. Ist das nicht eine Absage, ein Raubbau an einen Sozialstaat? Nein. Sie hören mit dem Argument, ist ja nicht Ihre Meinung, nicht mehr, so dumm sind Sie ja nicht. Aber Sie reden mit dem Argument. Ja, das ist klar, das habe ich schon gedacht. Sie reden jetzt so, wie wir aus Freude würden sagen, sollen länger arbeiten. Rettet die AV, was können wir machen, damit die Leute noch die Renten bekommen? Und wenn Sie eine andere Möglichkeit haben, macht es, aber jede andere Möglichkeit schwächt wieder die AV anders. Haben, die die noch anstellen, oder? Ja, wer stellt da für den 55-Jährigen an? Da haben Sie recht. Da ist eben etwas anderes wichtig. Wenn wir den Arbeitsmarkt haben, wo die vom Arbeitsmarkt sind, wo man muss anstellen,
Das haben wir bis 2007, weil wir keine Personenfreizügigkeit hatten. Heute, wenn Sie da nicht einschränken, holen wir die jungen Leute auf den Markt und sie müssen einen echten Inländervorrang haben, wie das vorher gesehen ist in der Initiative, wie man es früher kennt. Dann stellt man die Leute an, die vom Arbeitsmarkt sind, bevor man einen einstellen kann. Und dann können sie auch die Älteren. Es ist ja nicht so, dass alle zusammen immer bis 65 oder 67 arbeiten. Es gibt ja früher Pensionierungen. Das gibt es ja in Ausnahmefällen. Also ich habe jetzt keine gebraucht. Ich bin jetzt 76 in das Jahr. Aber ich sage nicht, wir sollen alle bis 76 arbeiten. Und ich spüre die ganze Kraft nach da von der rechten Seite. Bastian, 2 Sätze und dann machen wir das zweite Thema. Ich glaube, das Ganze ist halt einfach sehr kurzsichtig. Weil zum einen, damit haben wir es gerettet. Ist überhaupt nicht so. Es zeigt vielmehr, dass das heutige Parlament völlig übermütig ist, einen völligen Realitätsverlust hat. Man wäre gescheiter beim Kompromiss vom Ständerat geblieben. Dort hat man einen Kompromiss gehabt, wo man eine ausgeglichene Vorlage hatte. Mit dieser Vorlage jetzt kommt man gar nicht vorwärts. Oder? Und das zeigt viel über das Parlament im Moment, wo in gewissen Themen, Sozialpolitik und Unternehmenssteuerreform wird es ähnlich sein, Umweltpolitik, einfach völlig überreagiert und meint, jetzt mit ihrer rechten Mehrheit können sie alles machen. Ja. Im Parlament ist erst in der Kommission und es sind so 13:12 Entscheidungen, dass man eigentlich es ist alles noch im Fluss, muss man noch sagen, genau was Ruth Humbel sagt. Es war sehr ein knapper Entscheid von der Kommission. Wenn wir schauen, wie es ist. Aber ich möchte mal wissen, wie es ist. Sie haben gesagt, sie sind dagegen. Soviel ich weiss, hat Grün links abgelehnt. Mitte, wo sie dazugehören, zugestimmt. Und die SVP hat sich der Stimme enthalten. Ja, eben, das ist genau noch der Punkt. Die SVP hat alles durchgebracht und sich wieder der Stimme enthalten, weil sie einfach nicht die Verantwortung übernehmen. Wir wollen offen behalten, ob wir dem zustimmen oder nicht. Meine Damen und Herren, sollte ich einmal aus dem Arbeitsprozess doch sehr frühzeitig ausscheiden, wüsste ich bereits einen Nachfolger auf dem Stuhl, der hervorragend moderiert. Er sitzt da neben mir. Wir kommen zum zweiten Thema. Wir kommen zum zweiten Thema. Meine Damen und Herren, das Schweizer Recht hat immer und ohne Ausnahme Vorrang. Fremde Richter haben bei uns nichts zu sagen. Die SVP will mit einer neuen Initiative die Selbstbestimmung und die direkte Demokratie in unserem Land stärken. Für die Wirtschaft ein weiterer gefährlicher Schritt in die Isolation und für die Linken und die Grünen sogar ein Anschlag auf die Menschenrechte. Steht die Schweiz bald im Abseits? Mit der Selbstbestimmungsinitiative will die SVP das Schweizer Recht über das Völkerrecht stellen. Damit soll die direkte Demokratie gestärkt werden. Für Amnesty International ist die Initiative ein Angriff auf die Menschenrechte. Der Wirtschaftsverband Economy Suisse sieht die wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland gefördert. Jedes internationale Abkommen könnte durch eine Volksinitiative bedroht werden. Der Initiant, der SVP-Nationalrat Hans-Uli Vogt, ist der Meinung, die Schweiz passt sich zu fest im Ausland an. Ja, Christoph Blocher, existiert der böse Find, den Sie uns hier präsentieren, der da umsagen an dem Schweizer Fundament? Existiert er überhaupt oder ist er eher doch ein Phantom? Der existiert, und zwar massiv. Wir haben jetzt so, dass die Staatsgewalt, die wir haben, Exekutive, das Parlament, dann jetzt neuerdings das Gericht, die ganze Verwaltung sowieso, immer mehr versuchen, das Volk als Gesetzgeber zurückzubinden. Man tut die Initiativen nicht mehr erfüllen. Man will schauen, dass man es nicht mehr vorlegt. Man will die Initiativen verunmöglichen, erschweren, dass man die Unterschriften nicht mehr zusammenbringt und so weiter. Und mit internationalen Gerichten will man versuchen, das internationale Recht geht vor. Der letzte Schritt hat das Bundesgericht gemacht. Die langjährige Praxis, wo man sagt, Schweizer Recht geht grundsätzlich vor, das Völkerrecht beachtete, haben sie gesagt, von jetzt an hat das erste Priorität. Also eigentlich sind wir schon übernommen vom Ausland. Ja, es ist einfach ein Angriff auf die Menschenrechte und der Herr Vogt ist ja mein Ja, weil die Menschenrechte würden damit... wir wären nach dem Vatikan und Weißrussland das einzige Land, das bei den Menschenrechten nicht mitmachen würde. Die Menschenrechte sind alle in der Verfassung. Wir brauchen da nicht noch internationale Wäsche. Das ist ja wunderbar, wenn wir so sind wie der Vatikan. Da sind wir fast heilig. Ja, aber die sind aus anderen Gründen dagegen, die ich nicht weiss, ob wir da wirklich alle verstanden sind. Und das Beispiel, das der Vogt ja bringen, und ich glaube, das ist schon wichtig, bei den Menschenrechten geht es um den Schutz vom Bürger vor dem Staat.
Und es hat verschiedene Fälle gegeben, auch in der Schweiz. Es kann nicht jeder Bürger gerade eine Volksinitiative machen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist so ein bisschen eure Logik. Der Bürger muss auch das Recht haben, um eben vor Gericht zu gehen. Zum Beispiel das Beispiel, wo der Herr Vogt bringt, ist ein Bürger, der ein Asbestopfer war, also der unter dem Asbest leidet, der aus diesen Wänden rausgekommen ist und der nicht korrekt ist entschädigt wurde. So jemandem ist geholfen worden mit dem Menschenrecht. Sind das wirklich unsere Probleme? Ist es wirklich das Problem, dass so einem Bürger geholfen wird? Also das finde ich schon von dem her richtig, die Aktion, dass man sagt, rote Karte, weil da wird eine rote Linie überschritten. Bilaterale kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, bei den Menschenrechten müssen wir ein bisschen weiterdenken. Jetzt hören wir zwei Extreme eigentlich. Da heisst, nach 42 Jahren werden Menschenrechte in der Schweiz aufgehoben. Wir sind fast ein Schurkenstaat. Da hören wir mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie. Helfen Sie uns weiter, Ruth? Ja, also ich sehe eigentlich auch nicht so richtig, was da unter mehr Demokratie kommt. Weil jede internationale grössere Vereinbarung ist vom Schweizer Volk genehmigt. Die UNO musste das Volk und Stände zustimmen. Die ganze bilaterale Prozess haben wir immer ein Volksmehr gehabt. Also was soll da jetzt uns international aufoktroyiert werden? Da geht es um Menschenrechte. Also die jetzige Verfassung, die wir haben, hat ja eigentlich Menschenrechte und Grundrechte von der Menschenrechtskonvention aufgenommen. Jetzt geht es um ein paar Entscheide. Und da muss ich sagen, ich sehe auch nicht ein, wie es auch uns der Europäische Menschenrechtsgerichtshof muss aufzwingen, dass sich ein 60-Jähriger Geschlechtsumwandlung machen und nicht muss 2 Jahre warten. Ich finde, das ist ein übertriebener Entscheid, weil das ist nicht mehr also das muss man eigentlich. Ja, aber jetzt bin ich noch nicht fertig. Aber ich meine, es ist ja, wenn man anschaut, wie viele Klagen gegen die Schweiz eingehen, dann werden die nicht einmal 5% behandelt, die anderen werden alle zurückgewiesen und ein ganz kleiner Prozentsatz vereinzelte Fälle werden gutheißen, die uns nicht ganz passen. Aber jetzt kann man doch nicht einfach sagen, das Ganze ist ein Quatsch und man muss jetzt die Verfassung ändern. Zumal die Richter werden vom Europarat gewählt. Und in diesem Europarat sitzen von 12 Schweizer Vertretern 5 SVPler, sogar unter der Führung von einem SVP-Vertreter. Die wählen. Und ich meine, was machen eigentlich die in diesem Europarat? Oder? Weil das Problem mit der Entscheid, wo man nicht zufrieden ist mit dem Gerichtshof, das betrifft jedes Land. Man hört von England bis, also sowieso, aber bis Italien hört man eigentlich Fälle, wo man nicht zufrieden ist. Dann könnte man doch einmal wirklich die Diskussion führen, als wirklich der Gerichtshof zurückgeführt wird auf den Schutz der Menschenrechte im engen Sinn und nicht eine Weiterentwicklung macht und sich nicht einmischt, eigentlich in Fragestellungen, gerade Sozialrecht zum Beispiel, auch Umsetzung Schengen Dublin, wo eigentlich Rechtsetzung der einzelnen Staaten ist. Kleine Vorwarnung, wir haben nur 1,5 Minuten Sendezeit, Herr Blocher. Ökonomie Suisse, die Wirtschaft sagen, das ist ein Vollangriff auf die Wirtschaft. Ja. Sie haben am Anfang von dieser Sendung so wahnsinnig betont, wie hervorragend die Schweizer Unternehmen arbeiten. Ja. Aber die Ökonomie Suisse sind nicht Schweizer Unternehmen. Es ist eine Organisation. Oh ja, wo die Wirtschaft geschrieben hat das ein Mann, ein Herr Attislander und ein dummer Artikel. Aber es stimmt, die ganz grossen Unternehmer werden nicht dafür sein. Die haben viel mehr Einfluss bei diesen internationalen Organisationen als beim Schweizer Volk. Ich bin, auch wenn ich Unternehmer bin, die direkte Demokratie hat die gute Bedingungen geschaffen. Die Menschenrechte, die bleiben, auch der ganze Ding bleibt, die ganze Menschenrechtskonvention. Das ist alles gesucht von diesen Volksverrechtern, die jetzt Menschenrechte hochjubeln. Es ist selbstverständlich, dass die Schweizer das Volk und die Stände die Verfassung als höchstes Recht annehmen. Und das Bundesgericht hat das immer berücksichtigt. Und jetzt wird neues internationales Recht. Und da gibt es gewisse Grossunternehmer, die sagen, das ist uns viel lieber. Einer hat mir gesagt, ja, in der Schweiz da müssten wir nicht abstimmen über das Grundeinkommen und weiss ich was alles, wenn wir mehr internationales Recht nehmen. Da habe ich gesagt, wir müssen es widerlegen. Gut, also, Herr Blocher, wir sind am Ende. Die Gerichte... Nein, es ist doch wie eine Durchsetzungsinitiative zur Massenzuwanderungsinitiative, um Kontingent und Höchstzahlen durchzusetzen. Jetzt lassen Sie mich auch reden. Sie haben ja die zweite schon die Möglichkeit, dagegen zu sein. Herr Blocher, wir sind am Ende. Ja, aber der Satz noch. Ja. Gericht, Menschenrechtsgerichtshof, Deutschland und England verfolgen es nur, wenn es dem Grundrecht nicht widerspricht.
Das ist genau die Regelung, die wir bisher kennt und die hat man jetzt geändert. Die Initiative nicht, oder? Prima. Auch in der direkten Demokratie sind 60 Minuten und darum ist die Stunde um. Herzlichen Dank, Herr Blocher, danke vielmals, Ruth Humbel, herzlichen Dank dir, Bastian Giraud. Merci Ihnen, meine Damen und Herren. Am Montag im Tagtäglich das Thema Burka und die neue Wertediskussion. Ich würde mich freuen, wenn Sie zuschauen. Schönen Abend und eine gute Woche. Der SonnTalk ist präsentiert worden von der Galerie Bahnhof, ihrem Teppichdoktor in Fretiken. Und von Interkran, seit 20 Jahren Ihr Spezialist für Hochhausen. Miserabel. Jetzt redet die zuständige Nationalratskommission Klartext und schockiert. Im Notfall soll das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben werden. Rot und Grün sind empört und bezeichnen diese Pläne als ein Massaker an unseren Renten. Arbeiten bis 67 geht der AHV finanziell schlechter, soll das Rentenalter automatisch aufgesetzt werden. Das will die bürgerliche Mehrheit der Nationalrätlichen Sozialkommission. Im ersten Schritt soll das Rentenalter der Frauen auf 65 angepasst werden. Auch soll die vom Ständer abgeschlossene Erhöhung von 70 Franken pro Rente gestrichen werden. Die SP redet vom Rentenmassaker und auch die CVP und die Grünen sind klar dagegen. Im Sonntagsblick äußert sich der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. Auch für ihn gehen die Vorschläge der Bürgerlichen zu weit. Er kritisiert unter anderem die Abschaffung der Witwe- und Kinderrente. Ruth Humbel, am 25. September stimmen wir ab über die Initiative der Gewerkschaften AHV+. Ist es nicht der grösste politische Blödsinn, den die Bürgerlichen da machen, dass sie jetzt einen Monat vor dieser Initiative so einen Schocker uns produzieren? Ja klar, also ich finde es inhaltlich und taktisch falsch. Also inhaltlich hat man eigentlich gesagt, man macht eine Revision von der Altersvorsorge, die die Rente sichert, finanziell sichert, wo das Frauenrentenalter anpasst, aber wo auch das Renten sichern für den Individuellen, für den Einzelnen und keine Abbauvorlage. Also für Sie ist es Remedur mit dem Rasenmäher drüber ein totaler Abbau? Absolut, also weil man eigentlich Rentensicherung versprochen hat den Einzelnen. Jetzt geht man eigentlich hin und sagt Rentenalter 67, wo ich also ganz dagegen bin. Im Moment, selbstverständlich müssen wir mal über eine Rentenaltererhöhung reden, aber im Moment müssen wir ja zuerst schauen, dass die älteren Mitarbeitenden überhaupt im Arbeitsprozess bleiben können. Man stellt zwar fest, die Arbeitslosigkeit ist nicht grösser, aber wer mit 50, 55 arbeitslos wird, bleibt drin. Und ich denke, jetzt, die Vorlage will ja das Referenzrentenalter für Mann und Frau auf 65, aber ermöglichen, bis 70 zu arbeiten, dass man also die Renten auch noch verbessern kann. Und ich denke, in diesem Prozess muss jetzt der Arbeitgeber auch bereit sein, ältere Mitarbeitende zu arbeiten und länger arbeiten lassen. Und erst dann können wir eigentlich über eine Rentenaltererhöhung reden. Aber jetzt diese Vorlage, die dermassen wichtig ist, zu belasten mit einer Rentenaltererhöhung, ist taktisch völlig falsch, weil sie ist dringend nötig. Christoph Blocher, sind Sie für Rentenalter 67? Wenn es nicht nötig ist, nicht. Das klingt jetzt ähnlich wie die Wetterprognose. Nein. Wir haben ein wahnsinniges Problem, dass die AV kaputt geht. Und jetzt sind verschiedene dran, die sie kaputt machen. Die AV muss gerettet werden. Und wo auf der Flucht sein, wenn man einfach sieht, wie schlimm es in anderen Orten zu und her geht. Also das ist für mich auch, das hat mich auch bedrückt diese Woche. Die Freude ist am Freitag gekommen, als ich die Umfrage gehört habe der grünen Wirtschaft. 61% zu 24% Zustimmung. In allen Parteien hat es eine Mehrheit. Also da hatte ich wirklich eine riesen Freude. Was mich vor allem gefreut hat, ist, dass bei den Senioren, also gerade die, weil es ist eine Generationeninitiative, es geht ja um das Ziel 2050, gerade Senioren denken an künftige Generationen und dort ist die Zustimmung noch höher. Und also da bin ich schon wirklich sehr positiv von der Bevölkerung. Umfragen, oder? Ja. Also abgestimmt haben wir noch nicht. Aber lieber Bastian, tun dieses wunderbare Hochgefühl so richtig noch zelebrieren und konservieren. Ja. Können wir vorstellen, dass am 25. September, am Abstimmungssonntag, ein bisschen anders aussieht? Ja, Freude, da kann man die Ökonomische Schweiz kommt jetzt mit der Angstkampagne und so weiter. Aber insgesamt muss man sagen, es ist ja so Unternehmen wie IKEA, die das
das jetzt unterstützen. Also das ist schon eine andere Situation, dass wir jetzt auch wirklich namhafte Unternehmen haben, die sagen, das unterstützen wir und Gegenargumente fallen so ein bisschen in sich zusammen. Danke vielmals. Unser erstes Thema, meine Damen und Herren, wir werden immer älter. Wunderbar. Aber das Polster in der AV-Kasse, das wird immer dünner. Miserabel. Jetzt redet die zuständige Nationalratskommission Klartext und schockiert. Im Notfall soll das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben werden. Rot und Grün sind empört und bezeichnen diese Pläne als ein Massaker an unseren Renten. Arbeiten bis 67 geht der AHV finanziell schlechter, soll das Rentenalter automatisch aufgesetzt werden. Das will die bürgerliche Mehrheit der Nationalrätlichen Sozialkommission. Im ersten Schritt soll das Rentenalter der Frauen auf 65 angepasst werden. Auch soll die vom Ständerat beschlossene Erhöhung von 70 Franken pro Rente gestrichen werden. Die SP redet vom Rentenmassaker und auch die CVP und die Grünen sind klar dagegen. Im Sonntagsblick äußert sich der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. Auch für ihn gehen die Vorschläge der Bürgerlichen zu weit. Er kritisiert unter anderem die Abschaffung der Witwe- und Kinderrente. Ruth Humbel, am 25. September stimmen wir ab über die Initiative der Gewerkschaften AHV+. Ist es nicht der grösste politische Blödsinn, den die Bürgerlichen da machen, dass sie jetzt einen Monat vor dieser Initiative so einen Schocker uns produzieren? Ja klar, also ich finde es inhaltlich und taktisch falsch. Also inhaltlich hat man eigentlich gesagt, man macht eine Revision von der Altersvorsorge, die die Rente sichert, finanziell sichert, wo das Frauenrentenalter anpasst, aber wo auch das Renten sichern für den Individuellen, für den Einzelnen und keine Abbauvorlage. Also für Sie ist es Remedur mit dem Rasenmäher. Sportindustrie im Generell. Und das mögen wir verleiden mit guten Produkten. Super. Also es ist eigentlich eine schizophrene Situation, wirtschaftlich gesehen, dass man als Schuldenmacher verdienen tut und dass man Negativzinsen zahlen muss, wenn man spart. Das wäre Sinn, wenn sie investieren, aber sie investieren ja gar nicht. Bastian Giraud. Also beim Frost kann ich mich da anschließen. Ich probiere so Sachen ein bisschen zu verdrängen, aber diese Woche hat man es einfach nicht verdrängen und vielleicht ist es auch so gut, weil es halt eben auch erklärt, wieso so viele Leute auf der Flucht sind, wenn man einfach sieht, wie schlimm es in anderen Orten zu und her geht. Also das ist für mich auch, das hat mich auch bedrückt diese Woche. Die Freude ist am Freitag gekommen, als ich die Umfrage gehört habe der grünen Wirtschaft. 61% zu 24% Zustimmung. In allen Parteien hat es eine Mehrheit. Also da hatte ich wirklich eine riesen Freude. Was mich vor allem gefreut hat, ist, dass bei den Senioren, also gerade die, weil es ist eine Generationeninitiative, es geht ja um das Ziel 2050, gerade Senioren denken an künftige Generationen und dort ist die Zustimmung noch höher. Und also da bin ich schon wirklich sehr positiv von der Bevölkerung. Die Umfrage, oder? Ja. Also abgestimmt haben wir noch nicht. Aber lieber Bastian, tun dieses wunderbare Hochgefühl so richtig noch zelebrieren und konservieren. Ja. Können wir vorstellen, dass am 25. September, am Abstimmungssonntag, ein bisschen anders aussieht? Ja, Freude, da kann man die Ökonomische Schweiz kommt jetzt mit der Angstkampagne und so weiter. Aber insgesamt muss man sagen, es ist ja so Unternehmen wie IKEA, die das jetzt unterstützen. Also das ist schon eine andere Situation, dass wir jetzt auch wirklich namhafte Unternehmen haben, die sagen, das unterstützen wir und Gegenargumente fallen so ein bisschen in sich zusammen. Danke vielmals. Unser erstes Thema, meine Damen und Herren, wir werden immer älter. Wunderbar. Aber das Polster in der AV-Kasse, das wird immer dünner. Miserabel. Jetzt redet die zuständige Nationalratskommission Klartext und schockiert. Im Notfall soll das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben werden. Rot und Grün sind empört und bezeichnen diese Pläne als ein Massaker an unseren Renten. Arbeiten bis 67 geht der AHV finanziell schlechter, soll das Rentenalter automatisch aufgesetzt werden. Das will die bürgerliche Mehrheit der Nationalrätlichen Sozialkommission. Im ersten Schritt soll das Rentenalter der Frauen auf 65 angepasst werden. Auch soll die vom Ständerat beschlossene Erhöhung von 70 Franken pro Rente gestrichen werden. Die SP redet vom Rentenmassaker und auch die CVP und die Grünen sind klar dagegen. Im Sonntagsblick äußert sich der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt. Auch für ihn gehen die Vorschläge der Bürgerlichen zu weit. Er kritisiert unter anderem die Abschaffung der Witwe- und Kinderrente. Ruth Humbel, am 25. September stimmen wir ab über die Initiative der Gewerkschaften AHV+. Ist
ist es nicht der grösste politische Blödsinn, den die Bürgerlichen da machen? Also eigentlich sind wir schon übernommen vom Ausland. Ja, also es ist einfach ein Angriff auf die Menschenrechte und der Herr Vogt Warum? ist ja mein Ja, weil die Menschenrechte würden damit... wir wären nach dem Vatikan und Weißrussland das einzige Land, das bei den Menschenrechten nicht mitmachen würde. Die Menschenrechte sind alle in der Verfassung. Wir brauchen da nicht das stimmt nicht. Internationale Wäsche. Das ist ja wunderbar, wenn wir so sind wie der Vatikan. Da sind wir fast heilig. Aber die sind aus anderen Gründen dagegen, die ich nicht weiss, ob wir da wirklich alle einverstanden sind. Und das Beispiel, das der Vogt ja bringen, und ich glaube, das ist schon wichtig, bei den Menschenrechten geht es um den Schutz vom Bürger vor dem Staat. Und es hat verschiedene Fälle gegeben, auch in der Schweiz. Es kann nicht jeder Bürger gerade eine Volksinitiative machen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist so ein bisschen eure Logik. Der Bürger muss auch das Recht haben, um eben vor Gericht zu gehen. Zum Beispiel das Beispiel, das der Herr Vogt bringt, ist ein Bürger, der ein Asbestopfer war, also der unter dem Asbest leidet, der aus diesen Wänden rausgekommen ist und der nicht korrekt ist entschädigt wurde. So jemandem ist geholfen worden mit dem Menschenrecht. Sind das wirklich unsere Probleme? Ist es wirklich das Problem, dass so einem Bürger geholfen wird? Also das finde ich schon von dem her richtig, die Aktion, dass man sagt, rote Karte, weil da wird eine rote Linie überschritten. Bilaterale kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, bei den Menschenrechten müssen wir ein bisschen weiterdenken. Jetzt hören wir zwei Extreme eigentlich. Da heisst, nach 42 Jahren werden Menschenrechte in der Schweiz aufgehoben. Wir sind fast ein Schurkenstaat. Da hören wir mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie. Helfen Sie uns weiter, Ruth? Ja, also ich sehe eigentlich auch nicht so richtig, was da unter mehr Demokratie kommt. Weil jede internationale grössere Vereinbarung ist vom Schweizer Volk genehmigt. Die UNO musste das Volk und Stände zustimmen. Die ganze bilaterale Prozess haben wir immer ein Volksmehr gehabt. Also was soll da jetzt uns international aufoktroyiert werden? Da geht es Menschenrechte. Also die jetzige Verfassung, die wir haben, hat ja eigentlich Menschenrechte und Grundrechte von der Menschenrechtskonvention aufgenommen. Jetzt geht es um ein paar Entscheide. Und da muss ich sagen, ich sehe auch nicht ein, wie es uns der Europäische Menschenrechtsgerichtshof aufzwingen muss, dass sich ein 60-Jähriger Geschlechtsumwandlung machen und nicht muss 2 Jahre warten. Ich finde, das ist ein übertriebener Entscheid, weil das ist nicht mehr das muss man eigentlich. Ja, aber jetzt bin ich noch nicht fertig. Aber ich meine, es ist ja, wenn man anschaut, wie viele Klagen gegen die Schweiz eingehen, dann werden die nicht einmal 5% behandelt. Die anderen werden alle zurückgewiesen und ein ganz kleiner Prozentsatz vereinzelte Fälle werden gutheißen, die uns nicht ganz passen. Aber jetzt kann man doch nicht einfach sagen, das Ganze ist ein Quatsch und man muss jetzt die Verfassung ändern. Zumal die Richter werden vom Europarat gewählt. Und in diesem Europarat sitzen von 12 Schweizer Vertretern 5 SVPler, sogar unter der Führung. Nicht mehr erfüllen. Man will schauen, dass man es nicht mehr vorlegt. Man will die Initiativen verunmöglichen, erschweren, dass man die Unterschriften nicht mehr zusammenbringt und so weiter. Und mit internationalen Gerichten will man versuchen, das internationale Recht geht vor. Der letzte Schritt hat das Bundesgericht gemacht. Die langjährige Praxis, wo man sagt, Schweizer Recht geht grundsätzlich vor. Das Völkerrecht beachtete, haben sie gesagt, von jetzt an hat das erste Priorität. Also eigentlich sind wir schon übernommen vom Ausland. Ja, also es ist einfach ein Angriff auf die Menschenrechte und der Herr Vogt ist ja mein Ja, weil die Menschenrechte würden damit... wir wären nach dem Vatikan und Weißrussland das einzige Land, das bei den Menschenrechten nicht mitmachen würde. Die Menschenrechte sind alle in der Verfassung. Wir brauchen da nicht internationale Wäsche. Das ist ja wunderbar, wenn wir so sind wie der Vatikan. Da sind wir fast heilig. Aber die sind aus anderen Gründen dagegen, die ich nicht weiss, ob wir da wirklich alle einverstanden sind. Und das Beispiel, das der Herr Vogt ja bringen, und ich glaube, das ist schon wichtig, bei den Menschenrechten geht es um den Schutz vom Bürger vor dem Staat. Und es hat verschiedene Fälle gegeben, auch in der Schweiz. Es kann nicht jeder Bürger gerade eine Volksinitiative machen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist so ein bisschen eure Logik. Der Bürger muss auch das Recht haben, um eben vor Gericht zu gehen. Zum Beispiel das Beispiel, das der Herr Vogt
was der Herr Vogt bringt, ist ein Bürger, der ein Asbestopfer war, also der unter dem Asbest leidet, der aus diesen Wänden rausgekommen ist und der nicht korrekt ist entschädigt wurde. So jemandem ist geholfen worden mit dem Menschenrecht. Sind das wirklich unsere Probleme? Ist es wirklich das Problem, dass so einem Bürger geholfen wird? Also das finde ich schon von dem her richtig, die Aktion, dass man sagt, rote Karte, weil da wird eine rote Linie überschritten. Bilateral kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, bei den Menschenrechten müssen wir ein bisschen weiterdenken. Jetzt hören wir zwei Extreme eigentlich. Da heisst, nach 42 Jahren werden Menschenrechte in der Schweiz aufgehoben. Wir sind fast ein Schurkenstaat. Da hören wir mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie. Helfen Sie uns weiter, Ruth? Ja, also ich sehe eigentlich auch nicht so richtig, was da unter mehr Demokratie kommen soll. Weil jede internationale grössere Vereinbarung ist vom Schweizer Volk genehmigt. Die UNO musste das Volk und Stände zustimmen. Die ganze bilaterale Prozess haben wir immer ein Volksmehr gehabt. Also was soll da jetzt uns international aufoktroyiert werden? Da geht es um Menschenrechte. Also die jetzige Verfassung, die wir haben, hat ja eigentlich Menschenrechte und Grundrechte von der Menschenrechtskonvention aufgenommen. Jetzt geht es um ein paar Entscheide. Und da muss ich sagen, ich sehe auch nicht ein, wie es uns der Europäische Menschenrechtsgerichtshof aufzwingen muss, dass sich ein 60-Jähriger Geschlechtsumwandlung machen und nicht muss 2 Jahre warten. Ich finde, das ist ein übertriebener Entscheid, weil das ist nicht mehr das muss man eigentlich. Schweiz bald im Abseits. Mit der Selbstbestimmungsinitiative will die SVP das Schweizer Recht über das Völkerrecht stellen. Damit soll die direkte Demokratie gestärkt werden. Für Amnesty International ist die Initiative ein Angriff auf die Menschenrechte. Der Wirtschaftsverband Economie Suisse sieht die wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland gefördert. Jedes internationale Abkommen könnte durch eine Volksinitiative bedroht werden. Der Initiant, der SVP-Nationalrat Hans-Uli Vogt, ist der Meinung, die Schweiz passt sich zu fest im Ausland an. Ja, Christoph Blocher, existiert der böse Find, den Sie uns da präsentieren, der da umsagen an dem Schweizer Fundament? Existiert er überhaupt oder ist er eher doch ein Phantom? Der existiert, und zwar massiv. Wir haben jetzt so, dass die Staatsgewalt, die wir haben, Exekutive, das Parlament, dann jetzt neuerdings das Gericht, die ganze Verwaltung sowieso, immer mehr versuchen, das Volk als Gesetzgeber zurückzubinden. Man tut die Initiativen nicht mehr erfüllen. Man will schauen, dass man es nicht mehr vorlegt. Man will die Initiativen verunmöglichen, erschweren, dass man die Unterschriften nicht mehr zusammenbringt und so weiter. Und mit internationalen Gerichten will man versuchen, das internationale Recht geht vor. Der letzte Schritt hat das Bundesgericht gemacht. Die langjährige Praxis, wo man sagt, Schweizer Recht geht grundsätzlich vor, das Völkerrecht beachtete, haben sie gesagt, von jetzt an hat das erste Priorität. Also eigentlich sind wir schon übernommen vom Ausland. Ja, es ist einfach ein Angriff auf die Menschenrechte und der Herr Vogt ist ja mein Ja, weil die Menschenrechte würden damit... wir wären nach dem Vatikan und Weißrussland das einzige Land, das bei den Menschenrechten nicht mitmachen würde. Die Menschenrechte sind alle in der Verfassung. Wir brauchen da nicht das stimmt nicht. Internationale Wäsche. Das ist ja wunderbar, wenn wir so sind wie der Vatikan. Da sind wir fast heilig. Ja, aber die sind aus anderen Gründen dagegen, wo ich nicht weiss, ob wir da wirklich alle verstanden sind. Und das Beispiel, das der Vogt ja bringen, und ich glaube, das ist schon wichtig, bei den Menschenrechten geht es um den Schutz des Bürgers vor dem Staat. Und es hat verschiedene Fälle gegeben, auch in der Schweiz. Es kann nicht jeder Bürger gerade eine Volksinitiative machen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist so ein bisschen eure Logik. Der Bürger muss so das Recht haben, um eben vor Gericht zu gehen. Zum Beispiel das Beispiel, das der Herr Vogt bringt, ist ein Bürger, der ein Asbestopfer war, also der unter dem Asbest leidet, der aus diesen Wänden rausgekommen ist und der nicht korrekt ist entschädigt wurde. So jemandem ist geholfen worden mit dem Menschenrecht. Sind das wirklich unsere Probleme? Ist es wirklich das Problem, dass so einem Bürger geholfen wird? Also das finde ich schon von dem her richtig, die Aktion, dass man sagt, rote Karte, weil da wird eine rote Linie überschritten. Bilateral kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde, bei den Menschenrechten müssen wir ein bisschen weiterdenken. Jetzt hören
würden wir... einen völligen Realitätsverlust hat. Man wäre gescheiter beim Kompromiss vom Ständerat geblieben. Dort hat man einen Kompromiss gehabt, wo man eine ausgeglichene Vorlage hatte. Mit dieser Vorlage jetzt kommt man gar nicht vorwärts. Oder? Und das zeigt viel über das Parlament im Moment, wo in gewissen Themen, Sozialpolitik und Unternehmenssteuerreform wird es ähnlich sein, Umweltpolitik, einfach völlig überreagiert und meint, jetzt mit ihrer rechten Mehrheit können sie alles machen. Ja. Im Parlament, es ist erst in der Kommission und es sind so 13:12 Entscheidungen, dass man eigentlich es ist alles noch, im kehren. Schluss muss man noch sagen, genau was Ruth Humbel sagt, es war sehr ein knapper Entscheid von der Kommission. Wenn wir schauen, wie es aber ich kommt. möchte mal wissen, wie es ist. Sie haben gesagt, sie sind dagegen. Soviel ich weiss, hat die Grünen links abgelehnt. Mitte, wo sie dazugehören, zugestimmt. Und die SVP hat sich der Stimme enthalten. Ja, eben, das ist genau noch der Punkt. Die SVP hat alles durchgebracht und sich wieder der Stimme enthalten, weil sie einfach nicht Verantwortung übernehmen. Sollte ich wir wollen noch offen behalten, ob wir dem zustimmen oder nicht. Meine Damen und Herren, sollte ich einmal aus dem Arbeitsprozess doch sehr frühzeitig ausscheiden, wüsste ich bereits einen Nachfolger auf dem Stuhl, der hervorragend moderiert. Er sitzt da neben mir. Wir kommen zum zweiten Thema. Wir kommen zum zweiten Thema. Meine Damen und Herren, das Schweizer Recht hat immer und ohne Ausnahme Vorrang. Fremde Richter haben bei uns nichts zu sagen. Die SVP will mit einer neuen Initiative die Selbstbestimmung und die direkte Demokratie in unserem Land stärken. Für die Wirtschaft ein weiterer gefährlicher Schritt in die Isolation und für die Linken und die Grünen sogar ein Anschlag auf die Menschenrechte. Steht die Schweiz bald im Abseits? Mit der Selbstbestimmungsinitiative will die SVP das Schweizer Recht über das Völkerrecht stellen. Damit soll die direkte Demokratie gestärkt werden. Für Amnesty International ist die Initiative ein Angriff auf die Menschenrechte. Der Wirtschaftsverband Economy Suisse sieht die wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland gefördert. Jedes internationale Abkommen könnte durch eine Volksinitiative bedroht werden. Der Initiant, der SVP-Nationalrat Hans-Uli Vogt, ist der Meinung, die Schweiz passt sich zu fest im Ausland an. Ja, Christoph Blocher, existiert der böse Find, den Sie uns hier präsentieren, der da umsagen an dem Schweizer Fundament? Existiert er überhaupt oder ist er eher doch ein Phantom? Der existiert, und zwar massiv. Wir haben jetzt so, dass die Staatsgewalt, die wir haben, Exekutive, das Parlament, dann jetzt neuerdings Gericht, die ganze Verwaltung sowieso, immer mehr versuchen, das Volk als Gesetzgeber zurückzubinden. Man tut die Initiativen nicht mehr erfüllen. Man will schauen, dass man es nicht mehr vorlegt. Man will die Initiativen verunmöglichen, erschweren, dass man die Unterschriften nicht mehr zusammenbringt und so weiter. Und mit internationalen Gerichten